Willkommen zurück bei Laura und Mariano. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, hatten wir eine verrückte Fahrt nach Islamabad, die Hauptstadt von Pakistan. Auf dem Weg ging wirklich alles schief. Sogar die Erfrischungsgetränke, die wir uns in der Hitze von unseren letzten indischen Rubis gekauft hatten, waren super eklig. Was ist das denn? Davon mal abgesehen hatten wir noch einige ernstere Pannen. Indien macht es uns echt nicht leicht. Bis zum Ende. Wie mal wieder einen kaputten Reifen. Bevor wir also in den Norden ins Karakorum-Gebirge fahren konnten, um noch mehr krasse Berge wie den K2 oder Nanga Parbat zu sehen, mussten wir erstmal einiges erledigen und reparieren. Guten Morgen aus Islamabad. Assalamu alaikum. Es ist immer noch sehr heiß. Heute Morgen waren es 30 Grad bei uns drin. Also schlafen kann man hier nicht so gut und 1000 Mücken und so weiter, die sogar unter unser Fliegennetz kommen. Aber wir machen uns jetzt auf zum Sunday Market. Oh, da müssen wir uns eindenken, da müssen wir den ganzen anderen Kram erledigen und dann nichts wie rausgehen, weil es ist einfach zu heiß. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was eingekauft, aber es ist ganz lustig, dass fast alle Stände sehr ähnliche Sachen verkaufen. Naja, aber wir wollen frische Sachen und die haben wir jetzt. So, wir wussten auch, dass es hier richtig geilen Zuckerrohrsaft gibt. Und das ist ja echt aus diesem Zuckerrohr gepresst und hat dann noch so Zitronen da reingemacht. Ist halt voll spannend, ne? Wenn wir so Rohrzucker kaufen, dann ist es ja dieser braune Zucker. Hier haben wir jetzt diese Röhren und sehen halt, was man noch alles daraus machen Ja, kann. da kann man das einfach trinken. Man trinkt einfach Zucker. Ja, ist schon ganz lecker. Hammer. Und mit der Zitrone dann voll frisch. Und mit diesem Marktambiente. So, ein recht erfolgreicher Markttag für uns. Jetzt gehen wir erstmal zurück, unser ganzes Gemüse abladen. Wir haben auch noch so ein paar andere Dinge hier zu tun. Unter anderem müssen wir zu einem DJI-Shop, weil bei unserer Drohne ist so ein Kabel irgendwie gerissen. Deswegen geht der Gimbal, also die Kamera, bewegt sich nicht mehr. Dann brauchen wir so ein neues Kabel, aber das gibt es hier. Was müssen wir denn noch alles erledigen? Wir müssen uns um unser Kanä kümmern Oh ja, wir brauchen ein neues Kanä, das läuft in 2-3 Wochen ab. und Gas auffüllen. Und Gas auffüllen, stimmt, da gibt es ja auch einen Shop, haben wir schon herausgefunden. Ja, aber es ist halt alles, diesmal wissen wir schon, wo die Sachen so ungefähr sind und so. Ja. Aber es ist halt einfach warm. Ich weiß, das habe ich jetzt auch oft gesagt, so, aber das macht schon alles noch mal ein bisschen anstrengender irgendwie. Aber im Vergleich zu Indien ist es echt ruhig, muss man sagen. Ja, hier hupt immer noch, also kaum jemand. Ja, ist echt, Man kann hier entspannt es langlaufen. ist echt ein krasser Unterschied. So. Ja, das du macht musst nicht echt- Angst haben, über die Straße zu laufen, weil du denkst, boah, gleich hast du wieder einen Hörsturz. Ja. Und ich weiß, wir haben uns jetzt viel darüber beschwert, aber es war auch, also es liegt an uns, dass wir nicht damit umgehen können. So. Das ist einfach so. Nee. Das ist jetzt nicht schlimm, dass das in Indien so ist. Wenn alle indischen Menschen damit umgehen können, ist das ja voll okay. Aber für uns ist es einfach ein großer Stressfaktor, wo wir jetzt froh sind, dass es vorbei ist. Wie ist der Sinnplatz? Und eine Sache, die zum letzten Mal, als wir hier waren im Winter, anders ist auf jeden Fall, dass alles sehr viel später aufmacht und wahrscheinlich auch sehr viel länger aufhat. Weil hier diese ganzen Shops, diese ganze Fußgängerzone, dieser Bazar ist alles noch zu, also fast alles. Und ich kann mich daran erinnern, als wir das letzte Mal sonntags morgens zum Markt gegangen sind, dann war hier schon alles offen. Ja. Irgendein kleiner Stein, irgendein Nagel, Stück Glas. Tja. Hier haben wir ein Mini-Löchlein. Da blubbert's. Wieder gelernt, dass es so mit diesem Seifentrick funktioniert. Ja, toll. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, unsere ganze Erledigung. Wir fahren erstmal Richtung Gas auffüllen. Und da waren Frieda und Sebastian wohl mal vor einiger Zeit und haben ihren Gasadapter da gelassen. Deswegen können wir da auch unsere Flasche auffüllen, weil keine Ahnung, was für ein Flaschensystem die hier wieder haben. Das ist ja echt überall immer komplett anders. So, dann schauen wir mal. Wir haben das Geschäft schon gesehen. Yeah. Es war ein bisschen schwer, der Adapter hat nicht so ganz gut gepasst, dann ist mal ein bisschen Gas daneben gesprungen. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Und jetzt haben wir hier wieder 10 Kilo Gas. Willkommen im Chaos. Man muss aber auch ehrlich sagen,
Wir konnten ja jetzt die ganze Zeit nicht kochen oder nicht so viel kochen, weil wir nur unseren kleinen Ersatzherd benutzen konnten. Aber wir hatten eh nicht so das Bedürfnis, viel zu kochen, weil es war mega heiß und wir waren mega fertig einfach von dem ganzen Fahren. Da hatten wir jetzt eh nicht das Bedürfnis, viel lange Gerichte zu kochen. Ja, weil wenn man immer drin kocht, dann wird es natürlich noch heißer. Und bei 38 Grad drinnen dann im Gasherd noch hier kochen, das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen gab es viel, was gab es denn immer? Chips und Pommes. 1 Kilometer weiter sind wir jetzt hier auf der Suche nach dem DJI Store und vielleicht einem SIM-Kartengeschäft, wenn es gibt. Wir haben jetzt gerade jemanden gefragt, wo der Shop ist und der Shop hatte dann zu. Da mussten wir wo anrufen, haben aber noch keine SIM-Karte. Jetzt durften wir sein Handy benutzen. Jetzt macht der Shop in 20 Minuten für uns auf und in der Zeit wurden wir jetzt hier wieder eingeladen, mit zu dem anderen Shop zu kommen von dem Mann, den wir gefragt haben. Also ach, man fühlt sich hier einfach so wohl und es ist so nett, wenn die Menschen halt einfach freundlich und hilfsbereit sind, weil man als Touri halt einfach in einer fremden Stadt keinen Plan hat, wo die Sachen sind und so weiter. Wir haben uns nämlich daran erinnert, dass in irgendeinem Land, und das war wohl Pakistan, weil normal hat man ja hier Freitag-Wochenende, weil da gehst du in die Moschee und so. Aber hier war es, glaube ich, so, dass man Samstag, Sonntag das Wochenende hat und Freitag geht man dann irgendwie zwischen der Arbeit oder danach zur Moschee. Deswegen, heute ist Sonntag, ist alles zu. Also der DJI-Shop hat zu, aber andere Shops nicht. Ja, es und ist jetzt nicht alles wurden zu, aber einiges. Ja, aber trotzdem wurden wir jetzt hier zu einer Pepsi eingeladen. Ja, der hat noch am Telefon gesagt, so ja, er könnte jetzt hinkommen, aber er ist halt zu, weil Wochenende. Da meinte ich so, ja okay, er muss jetzt nicht an seinem Wochenende hier extra herfahren, damit wir ein Kabel kaufen können. Das heißt, wir können morgen Vormittag dann hier nochmal hierher oder so. Gut, dann müssen wir noch mal extra herfahren, aber... Wir müssen eh nochmal gucken, wie wir das mit dem Geldtauschen machen und so. Ja. Das war jetzt auch nicht eine Stunde Fahrt. Nee, also. Und entspannte Viertelstunde. Fahrt. Also Ja. wir haben uns nicht aufgeregt, wir haben niemanden angeschrien. Uns geht's schon besser hier. Gott, wir sind so schlimm. Es tut uns auch leid, aber wir wollen ja auch ehrlich sein. So. Ja. Und vielleicht fahrt ihr in die entsprechenden Länder und habt, wie gesagt, ganz andere Erfahrungen. Und das ist auch voll okay. Ja. Jetzt sind wir beim Spielzeugverkäufer. Der hat uns nämlich das gezeigt, wo das ist und für uns da angerufen, weil wir haben ja noch keine SIM-Karte. Und jetzt kriegen wir eine Cola und als Dankeschön kaufen wir vielleicht dann gleich nochmal hier Spielzeug. Spielzeug. Ein Also Volleyball. Wir wollen wieder einen Volleyball. Wir hatten mal einen Volleyball, aber der ist irgendwann anscheinend mal rausgekullert und ist nie wiedergekommen. Ja. Jetzt kriegen wir eine Cola. Okay. Oh wow, okay. I tried. Okay. Very good, very good. Thank you. So, statt einem neuen Kabel für unsere Drohne haben wir jetzt noch einen neuen Schlüssel machen lassen, weil ich habe ja mal einen verloren und jetzt haben wir noch einen neuen Ersatzschlüssel. Ist allerdings Toyota, aber ist ja egal, ne? Aber hat die 2 Euro gekostet und Ja. mit der Hand gemacht. Ja. Ja, das mit dem Schlüssel war jetzt halt voll gut. Jetzt sind hier noch so welche mit dem Moped gekommen, die wollen uns jetzt auch noch mal was Kaltes zu trinken holen und haben auch so gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und alle Leute sind einfach irgendwie voll nett und interessiert und ja, so hilfsbereit einfach, ne? Also stellen halt auch voll gute Fragen, so, ach, ihr seid so lange gereist, das ist ja cool und so weiter. Also es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu interagieren. Nächster Stopp, Tankstelle, um den Reifen zu reparieren. Erstmal hier weiter Getränke trinken. Oh ja. Kalte. Voll nett, ey. So, praktischerweise in Pakistan über einer Tankstelle ist immer ein Reifengeschäft. Also wir sind jetzt hier bei einer Shell und da können wir das auch reparieren lassen. Ja, hier scheinen alle herzukommen, es ist richtig voll. So, die Polizei lässt ihren Reifen reparieren und der hatte da auch schon so eine Wanne und der repariert auch gerade einen anderen Reifen mit diesem Repair-Kit, also was wir da in Kathmandu gemacht haben, falls ihr es nicht gesehen habt. So macht man das halt, ne? Und das ist sehr praktisch. Aber wir brauchen auch mal dieses Reparaturkit auf jeden Fall. Ich frage ihn mal, wo wir das kaufen können. So, der Reifen ist repariert, wieder zurück im Auto. Wupp, wupp. Das ist so krass. Also, okay, wahrscheinlich gibt es ja einfach mehr Steine und Scherben und was weiß ich, über das Leute fahren, sodass es diese Tire-Shops überall gibt. Und was wir noch gemacht haben, heute ist echt so ein Tag von Besorgung. Aber, sorry, aber vor allem auch Besorgungen, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Ja, wir haben nämlich, wir haben gewartet und da lief hier so ein Mann mit Scheibenwischer lang. Die haben wir mal bei sowas wie Real oder so gekauft. Nicht die beste Qualität. Die sind schon ganz schön verrostet und das Gummi ist da abgegangen. Und den hier, den habe ich sogar so ein bisschen genäht, damit das Gummi dran bleibt. Und sie waren ein bisschen zu klein, wir haben jetzt viel größere, sodass man die ganze Ja, auf Scheibe... der einen Seite, ja.
So, wir melden uns auch mal wieder. Es sind jetzt 2 Tage später sogar. Wir haben dann am nächsten Tag, dann am Montag, als dann die Geschäfte wieder auf hatten, konnten wir das Kabel für unsere Drohne kaufen. Das machen wir aber irgendwann mal, wenn uns nicht ganz seit Schweiß von der Stirn tropft. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Und am Montag hatte dann auch das Telefongeschäft auf. Wobei man da auch sagen Ja. muss, als Ausländerin muss man halt dann in die Hauptzentrale und kann nicht zu so Ja. einem French-Fries-Geschäft. Franchise. Ja, Ja, genau. es gibt ja immer überall so kleine Shops, wo man auch eine SIM-Karte kaufen kann. Aber das geht halt immer dann nur mit pakistanischem Ausweis. Genau. Und Wie wir in mussten Indien halt auch. in die Zentrale hier mit Reisepass und Visum und so weiter. Ein paar Stunden später soll es aktiviert sein, ging dann aber doch nicht. Dann sind wir wieder hergefahren. Jetzt stehen wir hier vor, weil sie dachten, unser Visa ist nur eine Kopie und sie die wollen wollten das das Original. Original. Aber wir haben es halt schwarz und weiß ausgedruckt und der Stempel war auch schwarz, deswegen sah es aus wie eine Kopie. Jetzt geht's, aber jetzt ging dein altes Handy nicht, weil du ja schon mal damit hier warst und hast eine SIM-Karte. Das ist ja oft so, dass dann die Handys dann irgendwann gesperrt werden in einem Land nach einem Monat oder so. Und eigentlich wollen wir einfach nur schnell aus dieser Stadt raus, weil es sind jetzt gefühlt, ist gar nicht, also es sind 35 Grad oder draußen vielleicht ein bisschen kühler. Geht ja noch, aber es ist so gefühlte 100% Luftfeuchtigkeit, ist einfach nur Heute ist es richtig heiß. schlimm. Wir waren eben schon in so einer Shopping Mall, um uns abzukühlen und saßen eben die ganze Zeit im Telefongeschäft, weil die haben da immer Klimaanlage. Und wir haben auch super viele Mückenstiche. Also es geht hier richtig ab. Die kommen sogar unter wir haben ja an den Fenstern und Türen haben wir Fliegennetze. Und wir haben dann nochmal ein extra Fliegennetz zum Schlafen. Da kommen die trotzdem rein. Also von den 50, die es hier reinschaffen oder so, schafft es dann auch 2, 3 in unser Fliegennetz ins Bett. Deswegen sind wir ganz schön zerstochen und allgemein wird man auch am Tag hier immer zerpiekst. Sobald man rausgeht. Ja, aber jetzt scheint das zu gehen, oder? Ja. Und dann können wir uns darum kümmern, unser Visum zu verlängern und gucken, dass das alles klappt. Und dann können wir möglichst schnell nach Norden fahren, wo es dann ein bisschen kühler ist, hoffentlich. Ja, aber es ist echt, ich war noch nie in so einem Klima. Ich meine, wer von euch schon mal in Südostasien war oder so, kennt das ja, aber für mich ist das halt voll neu. Ich war noch nie in so einem Ja, Tropenhaus. subtropischen, also es ist echt unglaublich. Es ist echt ein ganz Nur anderes schwitzen. Lebensgefühl. Und dann denke ich, kenne das aus Europa, kennt man es ja, oh, es ist heiß, Gewitter und Regen kommt, cool, dann kühlt sich das ab. Nee, hier regnet das dann Schauer und es bleibt aber so heiß und dann ist die Luft einfach ganz feucht. Ja. Naja, aber dann machen wir jetzt mal hier unser Visum. Oder können wir eins weiterfahren. Nach diesem kurzen Update aus Islamabad geht es in der nächsten Episode mit unserer Reise in das Karakorum-Gebirge weiter. Danke erstmal fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei.